Wenn Paris die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts ist, dann ist die Zeichnung seine künstlerische Ausdrucksform. Kaum ein Medium hat solch einen rapiden Aufstieg vom Hilfsmittel in der Werkstatt hin zum eigenständigen Kunstwerk hingelegt. Mit der hier vorgestellten Werkgruppe von Zeichnungen des Dresdner Malers Karl Wilhelm Goetzloff befinden wir uns im emanzipierten Bürgertum, das durch sein Verlangen nach Bereicherung durch Kunst Zeichnungen und kleinere Gemälde erst salonfähig machte. Goetzloffs Generation hat hiervon im Besonderen profitiert, konnte sie doch mit ihrem Changieren zwischen klassizistischem Ideal und realistischer Weltaneignung eine Brücke schlagen, von der Welt des klassischen Adels hinein in die Bürgerstube der Käuferschicht. Und da bereits im 19. Jahrhundert das Reisen als Ausdruck eines bürgerlichen Aufstiegs gesehen wurde, kommt der nahen und fernen Landschaft eine besondere Bedeutung zu. Die Maler und Zeichner bedienen und prägen diese Entwicklung gleichermaßen durch ihre Kunstwerke. Die klassizistischen Formenmuster sind dabei das historische Gerüst und bieten Rückversicherung. Die Motive aber sind modern und real, frei von der antiken Götterwelt, die als Blaupause so viele Jahrhunderte alles bestimmte. Aus dem Mythos der Antike wird der Traum der Ferne, den man als Tourist in die Heimat holt. Und da eine der Leitwissenschaften des 19. Jahrhunderts die Archäologie war, reiste man nicht mehr nur sentimental im Sinne eines mythischen Griechentums, sondern auch messend und forschend, was sich schließlich auch in der Kunst niederschlug. Im Falle von Goetzloff ist dieser Übergang besonders geprägt und pointiert durch seine Schülerschaft bei Caspar David Friedrich in Dresden in den Jahren von 1814 bis 1821. Der, zumindest retrospektiv betrachtet, der Urtyp des romantischen und damit modernen Künstlers ist. Auch wenn man von Friedrichs Lehrtätigkeit wenig weiß, so ist bekannt, dass er von ausgetretenen Pfaden und Traditionsbewusstsein wenig hielt. Auf den Schultern von Riesen wollte er nicht stehen und propagierte eine Kunst, die nicht belehrt und erzählt. Vielmehr sollten die Gefühle des Malers ihren Weg aus dem Inneren über die Hand in das Kunstwerk finden und von dort wieder auf den Betrachter zurückwirken. Das ist die Freiheit und der intime Dialog der Moderne. Goetzloff konnte also von Friedrich lernen, dass Tradition eine Grenze ist, die man überwindet, in dem Moment, in dem man sie erkennt. Und dass es auf ein Gestimmtsein im Künstler ankommt, um Stimmung beim Betrachter zu erzeugen. Dass diese Stimmung, etwa in der Landschaftsmalerei, nicht durch fotografische Abklatscherei der Natur entstehen kann, das lehrte Friedrich seinen Schülern. Das Studium der Natur muss sein, aber nicht um seiner selbst willen. Vielmehr soll der Maler malen, was er in seinem Inneren sieht. Und das Studium der Natur liefert ihm für dessen Artikulation auf der Bildfläche die Vokabeln. Diese Vorbemerkungen helfen, die Zeichnungen Goetzloffs in ihrer Zeit einzuordnen und ihre Bedeutung zu erkennen. Sie sind als Kunstwerke nicht im Status der Skizze oder Vorarbeit gefangen, sondern beanspruchen einen eigenständigen Wert. In ihnen äußert sich das Kunstwollen der romantischen Schule vielleicht sogar am deutlichsten, weil in der Zeichnung noch das Licht jener inneren Gestimmtheit leuchtet, das im Ölbild ungleich schwerer durchzubrechen vermag. Goetzloff zog es nach Italien, wo er ab 1825 mit Unterbrechungen in Rom und Sorrent in Neapel heimisch wurde. Mehrfach bereiste er Sizilien und besuchte unter anderem Palermo, Agrigent, Syrakus und das antike Segesta. Betrachtet man die Darstellungen antiker Tempel in unserer hier präsentierten Gruppe, dann erkennt man gerade hier jene Sattelkunst, die sich im Formenrepertoire des Klassizismus ebenso bedient wie in ihrer Gegenwart. Es waren aber nicht bloße Versatzstücke, die aufeinandergereiht wurden. Vielmehr wird, wie in einem Remix, neu komponiert, angeordnet, zusammengefügt und ummodelliert. Gerade ein Blatt wie die Ansicht des Mühltals bei Amalfi zeigt Goetzloff als Meister einer maßvollen Revolution. Die Art und Weise, wie er hier mit Federstrichen ein Labyrinth aus Formen schafft, die, je näher man schaut, umso abstrakter werden, verraten einen Künstler, dem die Dichotomie von Form und Inhalt immer bewusster wird. Aber auch seine anderen Zeichnungen offenbaren in der stetigen Verknappung, in der Abkoppelung des Strichs von seiner darstellenden Bedeutung jene Abstraktion, die sich im 20. Jahrhundert vollends entwickeln wird. Wer die Zeichnungen lediglich wegen ihres dokumentarischen Charakters bewundern möchte, dem ist dies nicht genommen. Schon Caspar David Friedrich konstatierte, dass man in seinem Gemälde Kreuz an der Ostsee beides erkennen kann.
das bloße Holzkreuz oder aber den Trost, den es spenden kann. Es lohnt sich aber, über die reine Darstellung hinaus einen Blick in die künstlerischen Beweggründe des 19. Jahrhunderts zu werfen, und Goetzloffs Zeichnungen sind hierfür ideale Kandidaten.